Heute befassen wir uns mit der seriellen Schnittstelle, unter anderem auch bekannt unter den Namen RS232 oder RS485. Diese Namen drücken allerdings eher die physikalische Ebene aus, mit welchen Spannungen gearbeitet wird oder welche Pins benutzt werden. USART ist eine Abkürzung für Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Und was genau dahinter steckt, das werden wir gleich sehen. Was erwartet Sie heute? Zunächst einmal werden wir uns die Grundlagen des Moduls genauer ansehen. Danach werde ich Ihnen anhand des Blockschaltbilds die ersten Register erklären. Wir sehen uns im Detail die Konfigurations- und Statusregister an. Und Sie bekommen natürlich noch eine Vorführung mit dem Oszilloskop, damit Sie die Datenübertragung auch live einmal gesehen haben. Zu diesen Überschriften habe ich Ihnen Timestamps erstellt, sodass Sie unten in der Zeitleiste die einzelnen Kapitel direkt anspringen können. Die Grundlagen. Zunächst mal vergleichen wir parallele und serielle Datenübertragung. Ein Beispiel: Wir wollen übertragen die Hexzahl 63, also binär 0110 0011. Und das können wir über parallele Datenübertragung machen, indem wir für jedes Bit eine Leitung legen und vom Sender zum Empfänger dieses Bit übertragen. Das wurde früher so gemacht, die alten Druckerschnittstellen haben nach diesem Prinzip gearbeitet. Heute wird das eher innerhalb von Leiterplatten oder innerhalb von Chips noch so gemacht. Man ist davon abgekommen, weil es ein Problem ist, dass wir hier für jede Leitung unterschiedliche Laufzeiten haben. Also sobald man die Daten mit einer etwas höheren Geschwindigkeit übertragen möchte, kommt es sehr stark darauf an, dass diese Daten auch gleichzeitig beim Empfänger ankommen. Und wenn Sie unterschiedliche Leitungslängen haben, haben Sie auch ganz schnell unterschiedliche Laufzeiten. Das heißt, diese Daten kommen nicht gleichzeitig an und damit müssen Sie warten und können die Geschwindigkeit nicht ohne weiteres in die Höhe treiben. Was heutzutage gemacht wird, ist eher die serielle Datenübertragung. Sie haben eine Leitung vom Sender zum Empfänger und übertragen die Bits der Reihe nach. In der Regel LSB First, das heißt zunächst das niederwertigste Bit. Diese 1 wird hier als erstes übertragen, dann der Reihe nach durch, zum Schluss das höherwertigste Bit, das wäre dieses D7. Das kann man mit einem geeigneten Ausgangs- und Eingangstreiber in sehr hohen Geschwindigkeiten machen. Alle modernen Bussysteme, Ethernet, USB, CAN, überall dort finden Sie die serielle Datenübertragung und deswegen befassen auch wir uns heute mit der seriellen Übertragung. Allerdings in einer relativ langsamen Variante. Wie sieht so ein Ablauf der Kommunikation aus? Wir schauen mal dazu ins Datenblatt und da finden wir eine schöne Skizze. Die Kommunikation ist eingeteilt in sogenannte Frames, das heißt, wir haben einen Rahmen pro Datenübertragung, da geht es los mit einem Startbit, das heißt im passiven Zustand, im Idle-Modus ist der Pegel auf High, da tut sich nichts, aktiv wird er auf Low heruntergezogen, dann kommt hier eine Reihe an Datenbits, das wären in dem Fall 8 Stück. Danach noch ein Bit für die Parität, das ist ein Kontrollbit, über das man prüfen kann, ob die Daten korrekt übertragen worden sind. Danach kommt noch ein Stoppbit, das ist immer High-Pegel in unserem Fall. Das kann auch ein bisschen länger dauern, je nach Einstellung. Und danach folgt entweder das nächste Startbit oder wir sind wieder idle und die Übertragung ist beendet. Wir unterscheiden zwischen synchroner Datenübertragung und asynchroner Datenübertragung. Bei der synchronen Datenübertragung teilt der Sender dem Empfänger über einen Takt mit, Clock, zu welchem Zeitpunkt die Bits gelesen werden müssen. Das heißt, wir haben hier Sender und Empfänger, 2 Leitungen, eine Leitung für den Takt, eine Leitung für die Daten. Der Takt sieht folgendermaßen aus. Für jedes Bit, das übertragen werden soll, haben wir hier eine Flanke. Und die Daten sehen dann so aus, dass zu jedem Flankenzeitpunkt entweder ein High-Pegel oder ein Low-Pegel übertragen wird. Das heißt, wir unterteilen unsere Übertragungsstrecke in die 8 Bit, die übertragen werden sollen. Bei jeder steigenden Flanke gilt das Bit,
was auf der Datenleitung zu finden ist. Und wir finden hier praktisch das Bitmuster 11001010. Das wären, achten Sie darauf, wir sind LS-Bit First. Das heißt, wir müssen das quasi rückwärts lesen. Wir haben Hex 5.3 und das wäre in ASCII das Zeichen S. Sehen wir uns im Gegensatz dazu die asynchrone Übertragung an. Bei der asynchronen Übertragung wird auf eine Taktleitung verzichtet. Wir haben nur die Datenleitung vom Sender zum Empfänger. Das Signal, das übertragen wird, sieht dann einfach nur so aus. Und die Einteilung, zu welchem Zeitpunkt welches Bit dargestellt wird, müssen wir uns selbst generieren. Das heißt, wir fangen an mit einem Startbit, das zusätzlich übertragen wird. Anhand dieser Flanke Startbit müssen wir feststellen, okay, hier an dieser Stelle gelten jetzt die Bits. Wir müssen die Übertragungsgeschwindigkeit vorab festlegen und sagen, im zeitlichen Raster, je nach Übertragungsgeschwindigkeit, werden die einzelnen Bits gültig sein. Wir haben hier 8 Datenbits von 0 bis 7 durchnummeriert und danach ein Stoppbit, was unseren Frame beendet. Auch hier haben wir wieder unser Bitmuster übertragen, 11001010, was wieder unserem ASCII-Symbol S entspricht. Damit haben wir uns eine Datenleitung gespart, die für den Takt. Jetzt sehen wir uns einmal an, was das in der Praxis bedeutet, die asynchrone Datenübertragung. Bei der asynchronen Datenübertragung nutzen Sender und Empfänger die gleiche Übertragungsrate und auch da findet man eine schöne Grafik im Datenblatt, wo man schön sieht, auf welche Art der Takt im Empfänger wieder generiert wird. Der Empfänger bekommt hier oben diesen Datenstrom, diesen Frame übermittelt. Er hat dieses Startbit. Anhand der fallenden Flanke des Startbits erkennt der Empfänger, dass jetzt die Übertragung losgeht. Er sagt, wir haben die Datenübertragungsrate in Baud festgelegt und da muss ich jetzt zunächst einmal die Mitte des Startbits finden. Das heißt, wir nehmen eine halbe Datenübertragungslänge hier rein und dann ab da im Takt, der ausgemacht ist, die einzelnen Bits. Das heißt, die Mitte von Bit D0, von Bit D1 bis zum Schluss Bit D7, dann das Parity-Bit und Stopp-Bit. Wie genau übertragen wird, das stellen Sie ein im Arduino, wenn Sie auf Serial Begin gehen. Da übergeben Sie in der Regel nur die Datenübertragungsrate, der Rest ist vorgegeben. Im Atmel Studio, im Data Visualizer, haben Sie die Möglichkeit, genau die Einstellungen vorzunehmen. Denn die Kommunikation funktioniert ja nur dann, wenn Sender und Empfänger die gleichen Konventionen verwenden. Sie können die Übertragungsrate, die Baudrate einstellen. Standard ist 9600, das ist nicht sonderlich schnell, da gehen auch höhere Übertragungsraten, aber das funktioniert sicher. Sie haben die Möglichkeit, das Parity-Bit zu wählen, das heißt das Kontrollbit, entweder None, keine Parity, oder Even Odd, das heißt gerade oder ungerade. Even bedeutet alle 9 übertragenen Bits, das heißt die Datenbits plus das Parity-Bit zusammen müssen eine gerade Anzahl an Bits ergeben. Odd bedeutet, alle 9 übertragenen Bits bestehen aus einer ungeradenen Anzahl an Einsen. Mark bedeutet, das Parity-Bit wird immer auf 1 gesetzt, egal was übertragen wurde. Damit haben wir keine wirkliche Parity-Kontrolle mehr. Space bedeutet, wir haben immer eine 0. Hier können Sie einstellen, wie viele Stoppbits Sie beim Empfangen erwarten. Entweder 1 Bit, 2 Bit, es gehen aber auch 1,5 Bit. Das Problem bei der seriellen Übertragung ist, dass der Sender und Empfänger sich jeweils intern diese Übertragungsrate erzeugen. Und die können auseinanderlaufen. Die müssten nicht genau die gleiche Frequenz sein. Jeder macht sie ja für sich selbst. Die werden niemals genau gleich sein. Und je nachdem, wie groß die Abweichung zwischen Übertragungsrate beim Sender und Übertragungsrate beim Empfänger ist,
macht es Sinn, diese Stoppbits vielleicht ein bisschen länger zu setzen, sodass bei einem Übertragungsfehler danach wieder der nächste Frame sauber übertragen werden kann. Deswegen können wir hier 1 oder 1,5 Bits oder 2 Bits setzen. Das ist praktisch die Zeitdauer, wie lang so ein Stoppbit dauert. Außerdem gibt es noch die Signale DTR und RTS. Das sind sogenannte Handshake-Signale. Damit befassen wir uns heute nicht. Sie sollten es aber mal gehört haben. DTR steht für Data Terminal Ready, quasi bin empfangsbereit, und RTS heißt Request to Send, so quasi darf ich senden. Jetzt sehen wir uns einmal eine asynchrone Datenübertragung an. Mal angenommen, wir haben einen Sender und der möchte das Zeichen Hex 2a senden. Hex 2a wird kodiert als 0010 1010. Wir müssen ja rückwärts das Ganze lesen. Der Sender sagt also, okay, in D0 packe ich hier meine 0, in D1 packe ich die 1 und so weiter, in D7 die letzte 0. Danach wird noch ein Parity-Bit ermittelt und der Frame ist zu Ende. Der Sender erzeugt sich seinen Takt und gibt diese Bits dann der Reihe nach auf die Datenleitung. Erst alle 8 Datenbits, danach muss er noch ein Paritätsbit ermitteln. Wir sagen, wir machen Parity Even. Das bedeutet, wir haben hier 3 Bit aktuell und damit es even ist, brauchen wir noch ein 4. Bit, dann haben wir eine gerade Anzahl, das heißt, wir müssen hier nochmal eine 1 senden. Auch die wird auf die Datenleitung gegeben und am Ende immer einen High-Pegel als Stoppbit und damit ist für den Sender die Datenübertragung erledigt. Wie sieht das Ganze auf der Empfängerseite aus? Der Empfänger achtet auf das Startbit, zunächst die fallende Flanke. Denn darauf synchronisiert er seinen eigenen Takt, den er sich erzeugt. Genau dann, wenn die fallende Flanke kommt, sagt er, okay, jetzt geht mein Takt los, dann muss er eine halbe Bitbreite warten, damit er die Mitte des Startbits hat und ab da immer in seiner Bautrate 1 weiterzählen. Das heißt, er erzeugt sich den Takt, liest hier am Bit D0, sagt, da findet er eine 0, hier wird er eine 1 finden, hier wird er eine 0 finden und Sie sehen, ich habe diesen Takt absichtlich ein bisschen gedehnt zeitlich, denn der Empfänger macht sich den Takt ja selbst. Der muss nicht hundertprozentig mit dem Takt übereinstimmen, den der Sender erzeugt hat. Das geht eine Weile gut. Er liest das Bit D4 und diese Bits hat er ordentlich empfangen. 0, 1, 0, 1, 0. Jetzt kommt eine Stelle, da liest er genau in die Grenze zwischen D5 und D6. Wir wissen also nicht, ob er hier noch eine 1 liest oder vielleicht schon eine 0 liest. Dieses Bit ist sehr unsicher und danach liest er definitiv falsch. Das heißt, er liest jetzt hier nicht das Bit D6, sondern er liest das Bit D7. Das ist egal, er liest sowieso eine 0. Danach liest er nicht das Bit D7, sondern er liest das Parity-Bit, das heißt, er empfängt eine falsche 1. Und dann liest er das Stopp-Bit, hält das für das Parity-Bit und empfängt wieder eine 1. Und dann liest er nach dem Stopp-Bit quasi und sagt, okay, hier haben wir eine 1 empfangen, weil das war jetzt hier nur ein Frame. Hier sehen Sie den Grund, warum Sie manchmal auch 1,5 oder 2 Stopp-Bits haben. Denn der nächste Frame könnte ja sofort folgen und dann würde hier das nächste Start-Bit stehen und Sie würden kein Stopp-Bit mehr lesen können. Wir haben also definitiv hier jetzt im Empfänger etwas Falsches empfangen. Und wenn wir das codieren, dann kommt raus Hex 8a. Wir müssen wieder rückwärts lesen. 1000 ist die 8, 1010 wäre die A. Dazu empfangen wir eine Parity von 1. Jetzt können wir mal kontrollieren. 1, 1, 1 und Parity 1, das wäre in Ordnung. Das heißt, wir haben hier mit diesem Parity-Bit nicht einmal einen Fehler erkannt. Hätte aber auch sein können, dass wir hier an dieser unsicheren Stelle eine 1 empfangen hätten. Dann hätten wir hier eine Hex AA empfangen, also 1010, 1010.
mit Parity 1. In diesem Fall hätten wir tatsächlich über das Parity-Bit einen Fehler erkannt und hätten gesagt 1, 1, 1, 1, 1, das sind 5 Stück. Und 5 Stück ist ungerade, da darf kein Parity Even kommen. Und damit haben wir einen Fehler erkannt. In der Praxis bedeutet das, wenn wir einen Fehler bei einer solchen Datenübertragung erhalten, genügt es nicht, dieses eine Byte zu verwerfen. Da müssen wir den gesamten Datenblock, der übertragen worden ist, verwerfen und sagen, da stimmt etwas nicht. Eine Fehlermeldung ausgeben, damit der Nutzer weiß, mit diesen Daten kann man nichts Sinnvolles mehr anfangen. Soweit zur asynchronen Datenübertragung. Jetzt sehen wir uns einmal an, wie unser Modul in den Registern konfiguriert wird. Dazu haben wir, wenn wir im Datenblatt in die Register Description schauen, diese 5 Register. Es sind 3 Control- und Statusregister vorhanden, Control- und Statusregister A, B und C. Wir haben ein Data-Register, wo die zu sendenden und empfangenden Daten eingetragen oder gelesen werden können. Und wir haben ein Bautratenregister, Low- und High-Byte, das ist ein 16-Bit-Register. Da werden wir eintragen, mit welcher Geschwindigkeit die Datenübertragung stattfindet. Und diese Register sehen wir uns jetzt an. Zunächst einmal aber das Blockschaltbild. Das sieht auf den ersten Blick einmal sehr verwirrend aus. Das ist unser gesamtes Modul. Wir haben hier 3 Pins. Einmal einen Pin für Daten, die empfangen werden, Rx. Einmal für Daten, die gesendet werden, Tx. Und dieser Pin hier wäre für den Takt. Wenn wir synchrone Übertragung haben, wird hier der Takt entweder gesendet oder empfangen. Das kommt darauf an, ob wir Master oder Slave sind bei synchroner Übertragung. Der Master sendet den Takt und gibt ihn praktisch vor. Und wenn wir Slave sind, dann sagen wir, okay, der Master gibt den Takt vor, dann würde an diesem Pin ein Takt empfangen werden. Wenn wir asynchron sind, erzeugen wir unseren Takt ja selbst. Und dazu haben wir den Bautratengenerator. Das heißt, da nutzen wir nicht diesen externen Pin, sondern wir erzeugen uns aus unserem Oszillator, aus unserer Prozessortaktfrequenz über den Bautratengenerator die Bautrate. Hier haben wir ganz grob den Bereich Transmitter. Da wird ein Byte eingetragen, das gesendet werden kann. Das geht in ein Schieberegister und wird dann an diesem Pin nach und nach Bit für Bit rausgeschoben. Oder andersrum, hier kommt irgendetwas, wird Bit für Bit empfangen, geht zunächst in das Receive-Schieberegister und sobald dieses Schieberegister voll ist, wird das Byte übertragen in das Empfangsregister und kann dort abgeholt werden. Unten haben wir noch die 3 Register für die Steuerung des ganzen Moduls. Status- und Kontrollregister A, B und C. Zunächst befassen wir uns hier einmal mit dem Register UBRR, das User Baud Rate Register, für die Konfiguration der Übertragungsrate. Das sehen wir uns im Datenblatt einmal an. Das besteht aus einem Low- und einem High-Byte. Genutzt werden tatsächlich nur 12 Bit, diese anderen 4 sind ungenutzt. Und über diese 12 Bit stellen wir die Übertragungsrate ein, die Bautrate. Höhere Werte bedeuten hier eine langsamere Datenübertragung. Und was wir genau hier einzutragen haben, dazu gibt es Formeln im Datenblatt. Die Berechnung der Datenübertragungsrate wäre in unserem Fall Asynchronous Normal Mode über die Formel fost durch 16 Baud minus 1. Dazu zeige ich Ihnen einen Auszug aus unserem Beispielprogramm, was Sie sich auf Moodle herunterladen können. Und hier wird die Bautrate quasi berechnet, und zwar über diesen Teiler, den wir uns ausrechnen. Der Teiler wird dann in das UBRR-Register und das Bautratenregister eingetragen, High-Byte und Low-Byte getrennt. Und damit ist dem Modul klar, mit welcher Datenübertragungsrate wir arbeiten. Wie sieht das also aus in unserer Formel? Wir haben die Formel Taktfrequenz durch 16 Baud minus 1. Damit rechnen wir unser UBRR, unser Bautratenregister aus.
Definiert sind die 16 MHz als Systemtakt, die gewünschte Bautrate mit 9600 und unser Teiler. Der rechnet FCPU plus Baud mal 8 durch Baud mal 16 minus 1. Wieso das denn? Wieso nicht FCPU durch Baud mal 16 minus 1, so wie es im Datenblatt steht? Das sehen wir uns noch einmal genau an. Also im Datenblatt steht eindeutig diese Formel. Die anderen wären für andere Betriebsarten, die haben wir nicht. Wir machen hier Asynchronous Normal Mode. Und die sollte tatsächlich so umgesetzt sein, wie sie hier steht. FCPU durch Baud mal 16 minus 1. Aber diese Berechnung wird ganzzahlig erfolgen. Das heißt, Dezimalstellen, die hier anfallen, werden einfach abgeschnitten. Sinn macht es aber, diesen Teiler kaufmännisch zu runden. Und um kaufmännisch zu runden, deswegen hatten Sie im zweiten Semester in Ihrem JavaScript-Praktikum die Aufgaben mit der kaufmännischen Rundung. Jetzt kommt's, müssen Sie 0,5 auf das Ergebnis addieren. Und diese 0,5 sind genau 8 Baud durch 16 Baud. Wir teilen ja ohnehin durch 16 Baud. Deswegen definieren wir FCPU plus 8 Baud und teilen das Ganze durch 16 Baud und dann nochmal minus 1. Und damit haben wir unser kaufmännisch gerundet richtiges Ergebnis. Also wundern Sie sich nicht über diese Formel, das ist schon genau das, was hier im Datenblatt gefordert ist, nur eben kaufmännisch gerundet. Gehen wir weiter. Danach bestimmen wir den Ausdruck Baud real, das heißt unsere tatsächlich mit diesem gerundeten Teiler erreichte Baudrate und errechnen den Fehler. Also das, was wir tatsächlich haben, mal 1000 geteilt durch das gewünschte, dann haben wir einen Fehler in Promille und vergleichen diesen Fehler mit der Abweichung plus minus 1%. Haben wir da mehr, wirft der Compiler einen Error und wir machen gar nicht erst weiter. Den ermittelten Wert für Teiler können wir jetzt in unser Baudratenregister eintragen. Sehen wir uns das nächste Register an, das UDR, das USART Data Register. Das taucht zweimal auf. Wir haben hier im Sender das UDR, wir haben es aber auch hier im Empfänger. Einmal für Transmit, einmal für Receive. Das hat hier zweimal den gleichen Namen und das hat auch einen guten Grund. Bei diesem Register wird ein und dieselbe Adresse für physikalisch tatsächlich zwei verschiedene Register verwendet. Wenn Sie dieses Register lesen, dann greifen Sie auf den Receive Data Buffer zu, RXB. Und wenn Sie in dieses Register schreiben, schreiben Sie in ein ganz anderes Register, nämlich in den Transmit Data Buffer, TXB. Das muss man wissen. Wenn Sie tatsächlich dieses Register lesen, werden Sie etwas ganz anderes lesen als das, was Sie gerade geschrieben haben. Außerdem gibt es noch einen weiteren Sicherheitsmechanismus, und zwar kann dieser Buffer erst dann wieder beschrieben werden, wenn die Daten, die da eingetragen worden sind, schon gesendet wurden. Da gibt es ein Flag im Statusregister A und das nennt sich Data Register Empty Flag, UDRE, und das zeigt an, okay, jetzt sind die Daten gesendet worden, jetzt kann ich neue Daten in dieses Data-Register eintragen. Denn es macht ja keinen Sinn, Daten und Daten und Daten einzutragen und der Prozessor hat gar keine Zeit gehabt, diese Daten überhaupt wegzusenden. Da gehen Ihnen ja Daten verloren dabei. Der Ablauf für das Senden eines Zeichens ist folgender. Sie haben eine Funktion Sendezeichen. Die wartet zunächst einmal, bis das Datenregister leer ist. Das geht über diese Schleife. Sie maskieren im Datenregister A das eine Bit Datenregister Empty. Genau auf das konzentrieren Sie sich. Alle anderen Bits werden wegmaskiert. Und wenn dieses Bit 0 ist, sind die Daten noch nicht gesendet worden.
dann müssen wir warten. Das heißt, dann sollte die Bedingung hier true sein, deswegen kommt hier ein Invertieren. 0 wäre ja false, invertiert ist true und solange wir praktisch in diesem Bit 0 haben, passiert gar nichts. Da warten wir, also Strichpunkt. Und erst wenn dieses Bit zu 1 wird, wird diese Schleife abgebrochen und der Ablauf geht weiter. Und danach können wir ein Zeichen in den Sendepuffer schreiben. Ganz einfach mit UDR ist dieses Zeichen Character, was übergeben wurde. Das ist also der Ablauf, wenn Sie ein Zeichen senden wollen. Warten, bis der Sendepuffer leer ist, bis tatsächlich wieder ein Byte eingetragen werden kann und danach dieses Byte eintragen. Und jetzt noch zu den dicksten Brocken in unserem Register. Das sind diese 3 Status- und Kontrollregister A, B und C. Die habe ich Ihnen im Datenblatt auch einmal ausfindig gemacht und habe sie Ihnen alle 3 hier einmal eingetragen. Da gibt es einige Bits, die gesetzt werden können. Das ist sehr viel und unübersichtlich. Wir gruppieren das einmal. Es sind zunächst hier grundlegende Statusmeldungen, die angezeigt werden. Anzeigelämpchen quasi. Das wäre unser RXC, Receive Complete. Das heißt, ein empfangenes Byte steht zur Abholung bereit. Dann können Sie lesen im Datenregister. Sie haben ein TXC, das bedeutet, Senderegister und Schieberegister sind leer. Das heißt, da erkennen Sie, jetzt ist die Datenübertragung komplett abgeschlossen, alles ist gesendet worden, jetzt kann ich mich wieder schlafen legen zum Beispiel. Da gibt es eben dieses UDRE, das hatten wir gerade. Das heißt, das Senderegister ist leer, aber im Schieberegister werden noch Bits nach und nach rausgeschoben. Sie müssen sich vorstellen, das Schieben mit 9600 Baud dauert ja für den Prozessor sehr langsam. Der arbeitet ja mit einer Taktrate von 16 Millionen. Da ist 9600 gar nichts für ihn. Das heißt, er muss warten, bis dieses Register so nach und nach eben rausgeschoben wird. Wann er das nächste Byte eintragen kann, das erfährt er eben hier in diesem Datenregister MT-Bit. Diese 3 Meldungen können jeweils auch einen Interrupt auslösen und deswegen haben wir hier unten noch 3 Interrupt-Enable-Bits. Jeder Interrupt kann ja getrennt ein- und ausgeschaltet werden und Sie haben hier ein Interrupt-Enable-Bit, also die Interrupt-Maske. Was haben wir noch? Fehlermeldungen können ausgegeben werden. Schauen wir uns die einmal an. Wir haben hier einen Frame Error. Das wird gesetzt, das ist eine Meldelampe, ein Meldebit, die gesetzt wird, wenn das Stoppbit nicht erkannt wurde. Wir haben ein Data Overrun. Das bedeutet, es ist im Datenregister ein Byte empfangen worden und Sie haben aber keinen Lesezugriff auf dieses Datenregister gemacht. Das Schieberegister ist aber schon wieder voll und möchte seinen Inhalt ins Datenregister übertragen, damit das nächste Byte auf der Leitung empfangen werden kann im Schieberegister. Sie hatten nicht gelesen und das gibt diesen Fehler Data Overrun. Sie haben nicht schnell genug gelesen. Dann gibt es einen Fehler Parity Error. Das wäre der Fall, wenn das empfangene Parity Bit nicht zu dem intern ermittelten Parity Bit passt. Sind 3 Bits, die können nur gelesen werden, wenn Sie hier auf dieses R schauen. Das sind Read-Only-Bits. Im Praktikumsversuch müssen Sie sich um diese Fehlermeldungen nicht kümmern, aber in der Praxis würden Sie das natürlich auswerten. Was haben wir noch? Wir haben einen Hauptschalter, 2 Hauptschalter sogar. Ein RX-Enable, Receiver-Enable für das Einschalten des Empfängers und ein TX-Enable, Transmitter-Enable für das Einschalten des Sendemoduls. Wie geht es weiter? Grundlegende Betriebsart. Hier haben wir 2 Bits, die nennen sich USART Mode Selection. Da können Sie eine grundlegende Betriebsart auswählen. Möglich sind asynchron, synchron oder SPI. 3 Möglichkeiten, 2 Bits. Sehen wir uns das noch einmal kurz an. Asynchron haben wir ja gesehen. Wir haben Sender und Empfänger, eine Leitung, das ist das, was wir machen.
synchron war. Sie erinnern sich, wir haben die Taktleitung und eine Datenleitung. Das heißt, der Übertragungstakt wird direkt noch mit übertragen auf einer getrennten Leitung. Und wir haben die Möglichkeit, SPI zu machen. Was ist jetzt SPI? Das steht für Serial Peripheral Interface. Das ist ein Bussystem, das ursprünglich von Motorola entwickelt wurde. Heute sind das NXP Semiconductors. Da gehen wir nicht genauer darauf ein, aber auch diesen Modus könnte unser USART-Modul. Das waren die Selection-Register. Was können wir noch machen? Wir können das Datenformat einstellen. Das wird wo passieren? In diesen 3 Bit, die sind wieder aufgeteilt auf 2 unterschiedliche Register. UCS steht für Character Size, das heißt die Anzahl der Datenbits. Sie können entweder 5 Datenbits übertragen, 6, 7, 8 ist das gängige, es gehen sogar 9 Datenbits zu übertragen. Wenn Sie tatsächlich 9 Bits übertragen, brauchen Sie dieses Bit RxB8N. Das ist das Receive Data Bit Nummer 8. Da können Sie praktisch das 9. empfangene Bit rauslesen. Wir zählen ja von 0 bis 7 und das Bit mit der Nummer 8 ist quasi dann das 9. Bit. Und auch für das Senden dieses 9. Bits gibt es ein Register TXB8. Da tragen Sie das 9. Bit ein, wenn Sie 9 Bit senden wollen. Neben der Anzahl der gesendeten Bits stellen wir auch noch den Parity-Modus ein. Das passiert hier. Und da gibt es bei uns die Möglichkeit zur Fehlererkennung Disabled, also gar keine, Even oder Odd. Außerdem stellen wir die Anzahl der Stoppbits ein. Hier können wir wählen zwischen einem oder 2 Stoppbits. Das ist dieses USART Stop-Bit Select Register. Und damit haben wir fast alle durch. Es gibt noch ein paar weitere Einstellungen zur Störungsunterdrückung. Da gibt es dieses U2X-Bit, da kann man die Übertragungsgeschwindigkeit einstellen. Und zwar steckt da dahinter, dass unser Prozessor nicht nur ein Sample nimmt. Er untersucht ein einzelnes Datenbit an 3 verschiedenen Stellen, ob ich hier High oder Low feststelle. Die Messung macht er 3-mal und dann sagt er, die Mehrheit entscheidet. Wenn er 2-mal High misst und einmal Low, dann war Low eine Störung und das Bit gilt als High. Wenn er 2-mal Low misst und einmal High, dann war dieses High eine Störung. Und das kann er eben genau in der Mitte versuchen mit 3 Messungen oder bei doppelter Geschwindigkeit. Dann nimmt er nicht 16 Messungen vor, sondern insgesamt nur 8 Messungen und hat eben hier diese 3 Messungen ein bisschen weiter auseinander. Das stellt man ein mit diesem Bit Double UART Transmission Speed. Und ein Bit haben wir noch, das wäre das Multiprocessor Communication Mode Bit. Da kann man so wilde Sachen machen wie eine Unterscheidung zwischen Adress- und Datenframes. Also bei gesetztem MPC-M-Bit reagiert der Empfänger nur auf Adressframes. Das erste Stoppbit wird quasi missbraucht zur Unterscheidung zwischen Adress- und Datenframes. Und wenn er tatsächlich mit einem Adressframe angesprochen wird, muss er dieses Bit löschen. Und er reagiert ab sofort auch auf Datenframes. Brauchen wir nicht, ist aber ganz gut, wenn Sie es mal gehört haben und auch wissen, dass das geht. Und jetzt noch ein wirklich allerletztes Bit, das UC-Pol, USART Clock Polarity. Das ist nur interessant, wenn Sie synchrone Übertragung haben, das heißt eine extra Taktleitung. Und da wird die Polarität angegeben, wann gelten die Daten, entweder auf steigende oder auf fallende Flanke des Clock-Signals. Lesen Sie diese ganzen Register im Datenblatt noch einmal nach, die Beschreibungen. Was ich hier gemacht habe, war nur eine ganz kurze Einführung. Wenn Sie jetzt immer noch dabei sind, haben Sie sich tatsächlich eine Vorführung mit dem Oszilloskop verdient. Dazu zeige ich Ihnen allerdings zunächst einmal mein Beispielprogramm. In diesem Beispielprogramm wird letztendlich ein String ausgegeben, der vorbereitet wird, das Wort Zähler und ein Zählerstand, der dann langsam hochzählt.
Das wird auf der Schnittstelle ausgegeben und danach eine Sekunde gewartet. Das heißt, jede Sekunde einmal kurz der neue Zählerstand. Wenn ich das laufen lasse, sehen Sie am Terminal, er fängt an zu zählen. Und genau das sehen wir uns jetzt im Oszilloskop an. Zunächst mit einer Zeitbasis von einer Sekunde pro Division. Und da sehen Sie, dass jede Sekunde einmal kurz eine Datenübertragung stattfindet. Die Zwischenzeit ist idle, da passiert nichts. Wenn wir das etwas vergrößern, sehen wir tatsächlich, dass hier irgendetwas stattfindet. Das ist nicht nur ein kurzer Augenblick. Und da zoomen wir natürlich noch weiter rein. Und dann sieht man hier tatsächlich die Datenübertragung. Und auch da hinten, wie sich der Zählerstand ändert. Jetzt versuchen wir das Ganze einmal manuell zu dekodieren. Was haben wir da? Das wäre hier die Flanke für das Startbit. Danach kommt das Bitmuster 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Damit ist unsere Datenübertragung zu Ende. 8 Bit sind durch. Parity-Bit haben wir None eingestellt. Wir haben kein Parity-Bit. Das ist das Stopp-Bit hier oben. Und dann kommt auch schon das nächste Zeichen. Startbit 1, 0, 0, 0. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja hier sehr viele Nullen haben, aber das sind 4 Stück. 0, 1, 1, 0. Stoppbit. Startbit 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Stoppbit. Startbit und so weiter. Unser Oszilloskop bietet die tolle Möglichkeit, das Ganze hier gleich zu dekodieren. Das heißt, wir sehen hier wirklich unsere Bits. Achten Sie darauf, dass wir das Ganze ja rückwärts lesen müssen, aber auch das nimmt das Oszilloskop uns ab. Das sieht man hier nicht, das ist symmetrisch, aber hier würde man es sehen. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Interessant ist natürlich das Ende vor allem unseres Codes. Da scroll ich einmal weiter nach hinten, weil sich da unser Zähler befindet. Und da sieht man sehr schön, dass er tatsächlich zählt. Beobachten Sie mal hier diese Bits, wie er schön zählt. 100, 101, 110, 111, 1000. Den Zählerstand können wir uns sehr schön in ASCII sogar anzeigen lassen. Und da sieht man, wie er hochzählt. Wenn ich mal diese ganze Nachricht ein bisschen wieder darstelle, sieht man sogar, was tatsächlich gesendet wird. Wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind, haben Sie sich jetzt einen Kaffee verdient. Machen Sie eine Pause. Denken Sie in Ruhe an die Dinge, die Ihnen immer noch nicht klar sind, und stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren.